Das Entwicklerstudio hinter Layers of Fear ist zurück und will den Markt diesmal mit einem Survival-Horrorspiel à la Dead Space erobern. Nach Spielen wie The Medium und dem Silent Hill 2 Remake soll Chronos The New Dawn ein neuer Kassenschlager werden und dabei diesmal sogar das Gameplay in den Vordergrund stellen. Eine Idee, die so riskant klang, dass Bloober Team letztes Jahr mitten in der Entwicklung von Publisher Private Division sitzen gelassen wurde und das Projekt nun im Alleingang veröffentlicht. Wir haben das Sci-Fi-Horrorspiel jetzt schon über 25 Stunden lang getestet und können endlich sagen, was Chronos wirklich auf dem Kasten hat. Ist das hier nur eine uninspirierte Dead Space-Kopie oder steckt da mehr drin? Ihr erfahrt es jetzt in unserem Testvideo. Wir schlüpfen in Chronos in die Rolle der Reisenden ND3567 und erwachen zunächst in einer Kapsel angestöpselt an Maschinen. Eine weibliche Computerstimme stellt uns kontextlose Fragen und schickt uns dann direkt los auf unsere Mission. Doch wer sind wir? Wer steckt in dem Anzug und unter dem riesigen Helm? Sind wir überhaupt ein Mensch? Und wer ist eigentlich dieses Kollektiv, das hier Aufträge erteilt, denen die Reisende blind folgt? Chronos lässt uns zu Beginn des Spiels in vollkommener Dunkelheit tapsen und erschafft gleichzeitig eine ungewöhnliche Dynamik zwischen Spieler und Hauptfigur. Die Reisende scheint jedenfalls deutlich mehr zu wissen als wir. Sie erklärt allerdings nichts, sondern lässt uns einfach ihre Berufung ausführen. Sie soll nämlich ihren Vorgänger finden und danach seine Mission zu Ende führen und eine weitere Zielperson extrahieren. Warum? Nun, weil hier das Schicksal der gesamten Menschheit in unseren Händen liegt. Aber das erfahren wir halt erst etwas später. In der alternativen Zeitlinie von Chronos wurde Polen in den 1980er Jahren Ausgangspunkt einer tödlichen Pandemie, die das Ende der Welt einläutete. Die Reisende kommt nun aus der Zukunft, um wichtige Menschen der Vergangenheit zu retten und ihren Verstand für das Kollektiv zu sichern und damit die Apokalypse hoffentlich rückgängig zu machen. Während wir uns durch die Überbleibsel der menschlichen Zivilisation wühlen und uns durch Tagebucheinträge, Zeitungen und Dokumente nach und nach die Story zusammenpuzzeln, stellen wir uns immer mehr die Frage, welchen vermeintlichen Wahrheiten wir hier eigentlich trauen können. Chronos steckt also voller Geheimnisse und Merkwürdigkeiten. Die Pandemie brachte sogar die sogenannten Weisen hervor, also unsere Gegner im Spiel, monsterhafte Menschenüberreste, die mal nach uns greifen, mal mit ihren mutierten, überlangen Armen nach uns schlagen, mal mit Giftsäure auf uns spucken, der wir dann ausweichen müssen, aber im Großen und Ganzen doch recht Horrorspieltypisch. Das große Gameplay-Gimmick von Chronos und damit halt auch von den Gegnern im Spiel ist allerdings die Verschmelzung und die ist genau das, wonach sie klingt. Liegen in der Nähe von Gegnern Kadaver ihrer Kollegen herum, können die Feinde das tote Fleisch ihrer Ex-Leidensgenossen absorbieren. Dadurch mutieren die Weisen zu schnelleren und stärkeren Versionen und das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Bloober Team hat diese Mechanik vor dem Release groß angepriesen und sogar mit „Lasst sie nicht verschmelzen" zum Slogan des Spiels gemacht. Allerdings stellt sich die Verschmelzung im Test nicht gerade als die große Stärke des Kampfsystems heraus. Statt uns mit neuen Fähigkeiten und Bewegungsmustern zu überraschen, verwandelt die Verschmelzung die meisten Gegner einfach nur in nervige Bullet Sponges. Wir müssen also oft einfach nur viel mehr Munition in sie versenken, bis sie umfallen. Spannende Vielfalt sieht anders aus. Chronos setzt dabei natürlich genretypisch stark auf Ressourcenmanagement und Kämpfe, bei denen jede Kugel zählt und jeder Kopfschuss gleich doppelt. In der Theorie sollen die Verschmelzungen jetzt eine zusätzliche spannende taktische Komponente in die Kämpfe bringen. Schließlich müssen wir ja immer aufpassen, dass die Gegner ihren gefallenen Kollegen nicht zu nahe kommen. In der Praxis sind die Kampfareale aber meist so überschaubar klein, dass wir entweder vorher schon versuchen, alle alten Leichen zu verbrennen, was schnell einfach nur in mühsame Fleißarbeit ausartet, oder die Kämpfe selbst verkommen zu Frust, weil sie sich unnötig in die Länge ziehen und die Waffen nicht genug Wucht vermitteln. Ende vom Lied, die Verschmelzungsmechanik klingt vielleicht gut auf dem Papier, bringt in der Praxis aber selten Tiefe ins Spiel, sondern sorgt eher für Frust. Statt der Verschmelzung hätte dem Spiel eine Zerstückelungsmechanik wie in Dead Space viel besser gestanden. Chronos schreit ja förmlich danach.
Denn wenn wir hier einem Gegner eine volle Ladung Schrot ins Gesicht pfeffern, reagiert der fast gar nicht, also zumindest längst nicht so sehr, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und deshalb spielen sich die Kämpfe auch nicht ganz so befriedigend wie in den großen und ziemlich offensichtlichen Vorbildern Dead Space und Resident Evil. Vielleicht kann das Entwicklerteam hier nach dem Release mit Updates noch für eine etwas bessere Balance sorgen, doch an den Kernproblemen der Mechanik wird man wahrscheinlich nicht viel drehen können. Trotz dieser Kritikpunkte machen die Gefechte gegen die mutierten Monster in Chronos aber immer noch sehr viel Spaß. Und die eigentlichen Stärken von Chronos liegen zum Glück sowieso weit abseits der Verschmelzungsmechanik. Das Highlight des Spiels und das, was Chronos wirklich einzigartig macht, ist das Setting und die fantastischen Ideen, die die Entwickler darin versteckt haben. Von Stunde zu Stunde entwickelt sich Chronos von einem durchschnittlichen Horrorspiel zu einem Atmosphäre-Monster, das uns Gänsehaut über die Arme jagt und das wir gar nicht mehr zur Seite legen möchten. Das außergewöhnliche Setting mischt futuristische Technologien, abstrakte Szenarien und skurrile Architektur mit dem postsowjetischen Flair der 1980er Jahre einer polnischen Stadt. Jeder Bereich ist mit zahlreichen Details geschmückt. Hier stehen wir zum Beispiel in einem Kinderzimmer voller Spielsachen und Bücher, in dessen Ecke ein geschmückter Weihnachtsbaum auf die Feiertage wartet, die natürlich niemals kommen sollten. Und obwohl unsere Mission eigentlich immer gleich lautet, Zeitriss finden, Person X ausfindig machen, Person X extrahieren, fühlt sich der Spielfluss nicht zu monoton an. Häufig müssen wir unseren Weg sogar zunächst wortwörtlich zusammenstückeln, wenn sich beispielsweise vor uns eine kaputte Straße ausbreitet. Spezielle Knotenpunkte, wie ihr sie hier seht, können wir mit unserer Zeitfähigkeit manipulieren. So setzen wir beispielsweise eine zerstörte Brücke wieder zusammen. Oder eine eingestürzte Treppe steht aus Ruinen wieder auf und offenbart einen neuen Weg. Das Krankenhaus hier erreichen wir hingegen nur mit Hilfe von Gravitationsstiefeln, mit denen wir an Decken und Wänden entlang marschieren und von Plattform zu Plattform springen. Den Zugang zu einem U-Bahn-Gleis öffnen wir hingegen mit einem speziellen Aufsatz für unsere Waffe, mit dem wir elektrische Schaltkreise verlegen und so Strom zu Schaltern umleiten. In den abgeschotteten Quarantänegebieten folgen wir eher linearen Pfaden, die wir aber aufmerksam absuchen sollten. Denn die Zugänge zu geheimen Bonusbereichen sind meist sehr gut in die Kulissen eingefügt. Chronos fühlt sich dadurch nicht durchweg wie eine Einbahnstraße an, sondern lässt uns genug Raum, um die Umgebungen ein bisschen frei zu erkunden, Abkürzungen zu bereits besuchten Gebieten zu öffnen und uns auch mal zu verirren, weil uns das Spiel keine Karte an die Hand gibt. Selbst für die Gegner, von denen es gar nicht so viele Varianten gibt, findet Chronos immer einen neuen Kontext, der unsere Strategie auf den Kopf stellt. Wir erhalten beispielsweise einen Waffenaufsatz, der die Gesundheit der Gegner anzeigt, und mit dem kleinen Gerät ausgerüstet wagen wir uns dann in enge Gänge vor, die mit Kadavern, Gedärmen und Biomasse tapeziert sind. Akribisch überprüfen wir dann, ob an den Wänden irgendwo ein Monster hängt, das sich vielleicht nur tot stellt. So eine Situation nimmt auf jeden Fall viel Geschwindigkeit aus den sonst doch recht actionlastigen Kämpfen und sorgt für ein richtig schön mulmiges Gefühl. Garniert wird die schaurig schöne Atmosphäre mit einer reduzierten Soundkulisse, die jedes Knarzen, Knacken und jeden Fußschritt wie ein hallendes Echo wirken lässt. Und dann gibt's ja auch noch den hervorragenden Soundtrack, der die melancholische Stimmung perfekt einfängt und uns auch mal innehalten lässt. Aber auch das Kampfsystem bietet viel mehr taktische Tiefe, als es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Ein gutes Beispiel dafür sind die aufgeladenen Schüsse. Mit fast allen Waffen können wir schnelle Schüsse abfeuern oder wir halten den Knopf länger gedrückt, um den Angriff aufzuladen. Dieser aufgeladene Schuss verursacht deutlich mehr Schaden und macht selbst schwächere Waffen zu wertvollen Verbündeten. Das Aufladen kostet aber natürlich auch mehr Zeit und lässt die Waffe stärker schwanken. Ist also auch immer eine taktische Abwägung, ob man gerade wirklich die Zeit hat, diesen Angriff einzusetzen. Natürlich lassen sich unsere Waffen auch upgraden. Überall in der Welt sammeln wir Energie, die wir an Werkbänken für Upgrades oder Ressourcen ausgeben. So investieren wir beispielsweise Energie, damit sich unsere Pistole halt schneller auflädt und damit sie eben weniger wackelt. Im Spielverlauf findet die Reisende insgesamt 7 Waffen, von denen ein paar ganz schön gut versteckt sind. Also immer Augen offen halten. Zu mächtig werden wir im Spiel allerdings nie.
Das limitierte Inventar zwingt uns nämlich vor jedem Kampf, unsere Strategie gut zu durchplanen und nur das Nötigste einzustecken. Schließlich brauchen wir Platz für Munition, Brennstoff, Granaten und Heil-Items. Das alles können wir unterwegs übrigens auch craften, wenn wir genug Materialien gesammelt haben. Dank Schnellauswahl geht das auch ganz einfach mitten im Kampf, ohne dass wir das Crafting-Menü öffnen müssen. Zusätzlich dazu sammeln wir noch die sogenannten Essenzen von unseren Vorgängern oder den Leuten ein, die wir für das Kollektiv extrahieren sollen. Diese Essenzen sind Fähigkeiten, die uns spürbare Vorteile verschaffen. So sind unsere Nahkampfangriffe und der schwere Stampfer beispielsweise effektiver oder wir finden mehr Loot. Tauschen wir allerdings eine Essenz aus, wird sie dauerhaft gelöscht. Bei nur 3 Plätzen für diese Essenzen müssen wir uns also hier besonders gut überlegen, auf welche Boosts wir wirklich verzichten wollen und welche für unsere Kampfstrategie unabdingbar sind. Aber ach, wie schwer kann das schon werden, dachten wir uns zumindest jedes Mal, wenn Entwickler Bloober Team betont hat, dass das Sterben in Chronos zur Spielerfahrung dazugehört. Schließlich sind ihre Spiele wie etwa Layers of Fear, The Medium oder Observer nicht gerade für den Schwierigkeitsgrad bekannt. Nach dem Silent Hill 2 Remake hat das Entwicklerteam aber wohl Survival-Horror-Luft geschnuppert und tischt uns mit Chronos The New Dawn eine durchaus knackige Herausforderung auf. Knackig, aber nicht unfair. Ressourcenmanagement ist in Chronos halt das A und O. Wir werden nicht mit Munition überschüttet und müssen deshalb unsere Herangehensweise ganz genau überlegen. Chronos platziert aber oft Kisten mit zufälligem Loot in der Welt, Gegner lassen auch mal Munition fallen und in Arenen stehen Explosivtanks und Brennfässer herum und im äußersten Notfall gibt es ja auch immer noch den Nahkampf. Dank zahlreicher Speicherpunkte und automatischer Quicksaves verlieren wir selbst bei Niederlagen in den meisten Fällen nicht zu viel Fortschritt und werden direkt vor großen Kämpfen abgesetzt. Wie gesagt, in den meisten Fällen. Denn Chronos hat auch die nervige Angewohnheit, nicht direkt nach schwierigen Passagen zu speichern. Das mag bei einem normalen Spieldurchlauf nicht auffallen, aber wenn, wie bei uns im Test, auch mal die Technik ein bisschen spinnt, müssen wir viel Frustresistenz mitbringen. Immerhin, über weite Strecken läuft Chronos The New Dawn auf dem PC und auf der PlayStation 5 ziemlich stabil. Hier und da gibt es aber auf dem PC spürbare Shader-Ruckler oder allgemein Stotterer, weil die Framerate kurz einbricht. Besonders in Zwischensequenzen laden auch häufig noch Texturen nach und ploppen erst mit der Zeit im Bild auf. Immerhin sieht das Spiel aber wirklich durchweg sehr gut aus. Die vergleichsweise hohen Systemanforderungen sind also durchaus gerechtfertigt. Auf dem PC hatten wir allerdings zusätzlich mit Abstürzen zu kämpfen, die uns fast die Lust am Spiel geraubt hätten. Die meisten Abstürze traten auf unserem High-End-Testsystem mit einer RTX 5080 und einem AMD Ryzen 7 7800X 3D-Prozessor auf, und zwar besonders im ersten Drittel des Spiels. Während der Testphase veröffentlichte Nvidia dann aber neue Treiber, die das Problem, zumindest auf den ersten Blick, zu lösen schienen. Im letzten Drittel kehrten die Abstürze dann allerdings wieder zurück und die teilweise merkwürdig platzierten Checkpoints erledigten den Rest. Einen Bosskampf mussten wir beispielsweise gleich 3-mal wiederholen, weil das Spiel erst viel später speichert, bis dahin aber schon wieder abgestürzt war. Auch auf unserem zweiten Testsystem, diesmal mit einer Radeon RX 7900 XTX, hatten wir noch Abstürze und zusätzlich auch wieder starke Performance-Einbrüche, die besonders in Kämpfen nervig und frustrierend sein können. Falls ihr also Performance-Probleme habt, ist wahrscheinlich das erste, das ihr ausschalten solltet, das Raytracing. Immerhin gibt es aber auch sonst viele Einstellungsmöglichkeiten für Technik, Steuerung und Zugänglichkeit und alle gängigen Upscaling-Systeme werden unterstützt. Eine deutsche Sprachausgabe gibt es allerdings nicht, sondern nur deutsche Bildschirmtexte. Target extraction completed. Essence acquired. The Pathfinder. I have to tell the warden. Something's not right. Aber was macht Chronos The New Dawn nun also so besonders und für wen lohnt sich der Ausflug in die alternativen 1980er Jahre und in die Postapokalypse? Bloober Team schreibt mit dem Survival-Horror-Spiel die Regeln des Genres zwar nicht neu und präsentiert zusätzlich ein Kampfsystem, das zwar solide ist und Spaß macht, aber durchaus auch Lücken und Schwächen aufweist.
Mit seiner dichten Atmosphäre, dem unverbrauchten Setting, der spannenden Story und den tollen visuellen und einigen guten spielmechanischen Ideen hat uns Bloober Team aber trotzdem ganz schnell um den Finger gewickelt. Wenn ihr euch also nach einem intensiven Horrorerlebnis mit einzigartiger Kulisse, fantastischer Inszenierung und kniffligem Schwierigkeitsgrad sehnt, dann ist Chronos The New Dawn genau das Richtige für euch. Stellt euch auf etwa 20 bis 30 Stunden Spielzeit ein. Nach dem ersten Abschluss des Spiels, das übrigens 2 unterschiedliche Enden bereithält, schaltet ihr zudem den New Game Plus Modus und einen optionalen Hard Mode frei. Chronos The New Dawn erscheint am 5. September für den PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S und die Nintendo Switch 2.